So, willkommen zu einem neuen Siege-Video von mir. Wir werden gleich sehen, wen wir als letztes bekommen werden. Es ist der letzte Siege für diese Season. Und naja, was dann nächste Season sein wird, das werden wir niemals erfahren. Nein, das war ein Spaß. Ich weiß, ihr wollt euer Intro und ihr bekommt euer Intro auch definitiv jetzt zu sehen. Und jetzt ganz seriös, Real Talk, bevor ich anfange, euch die ganzen Defenses zu zeigen, kläre ich das Intro auf. Es hat ja schon einen großen Hype genommen und viele Leute haben mich immer gefragt und viele fanden vielleicht die Intros auch ja, fanden sie gut, viele fanden sie lächerlich oder wie auch immer. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht und es wird auch weiterhin so sein, dass ich immer und immer wieder meine kreative Art in die Intros einfließen lasse. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden Dragon Army komplett neu aufbauen. Das heißt, wir werden eine große Anzahl, sagen wir 10 plus Leute bitten zu gehen und haben auch schon die komplette Liste voll. Also wir sind auch schon wieder voll und die Warteliste ist auch voll. Das ändert natürlich nichts, wenn ihr definitiv tryharden wollt und Siege Mains seid, könnt ihr euch gerne bewerben. Vielleicht wird ja noch mal irgendwie ein Platz frei, weil wir haben, wie gesagt, eine große Anzahl an Neuankömmlingen und mal gucken, wie die Trials laufen, etc. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Wir werden aufhören mit dem Trollen. Wir werden full tryhard und gucken, was uns diese Season dann bringt, die neue Season. Und ich hoffe wirklich sehr viel, denn es war nur die Chance Disband oder Rebuild. Und wir haben uns für den Löwenfight entschieden und rebuilden diese Gilde. Und jetzt gehen wir rein und schauen, welche Defenses wir heute angreifen müssen. So, wir haben gegen Chow Mein, das ist, die hatten wir im Special Match noch nicht gehabt. Deswegen sind es auch neue Defenses, die wir angreifen müssen. Aber ich denke, das werden wir auch hinbekommen. Also bleibt dran, damit ihr seht, womit ich meine Kämpfe bestreite heute. So, hier habe ich mich dann für Geomai, Kami und Belial direkt für den ersten Attack entschieden. Ganz kurz, warum ich mich so entschieden habe. Ich habe den Geomai genommen, weil ich ihn als Feuertank haben wollte, damit wir keinen Death Break bekommen. Also er kann keinen Death Break bekommen. Natürlich, die Kami kann es bekommen und der Belial auch. Im besten Fall auf dem Belial wollen wir es ja, damit er stirbt. Und die Kami, das sind, also da bin ich mir ganz sicher, dass entweder hier die Shishlet oder der Kades, einer der beiden wird definitiv critten. Also brauchen wir uns da gar keine Angst machen. Natürlich könnt ihr könnt auch den Geomai tauschen gegen Windy, wenn ihr den nicht mehr über habt und ihr sowas dann öfter angreifen müsst. Ihr könnt den tauschen gegen Windy. Aber, ich dachte halt, der gute Benefit ist einfach auch sein Provoke und sein Attack Break. Aber nichtsdestotrotz, ich bin mir ganz sicher, ihr könnt ihn dann auch ganz easy tauschen, gegen 'nen Windy. Das ist auch möglich. Sollte ich sowas irgendwann nächste Season noch mal angreifen, werde ich das natürlich auch noch mal testen und euch zeigen. Aber ich gehe davon aus, dadurch, dass ein Balance Patch dazwischen sein wird, könnte sich die ganze, Meta ändern und wir wissen noch nicht, was wir forcen werden. Also, mein Billard, der hat dekorativ sehr gut daneben gestanden, also, muss ich ehrlich sagen. Er hat nicht viel gemacht, aber er wurde auch nicht groß angefasst, ne? Also, was sollen wir da auch machen?
aber ihr seht es selber, es war nicht eine Sekunde risky oder irgendetwas. War klasse. Ich werde schauen, dass ich heute ein bisschen Abwechslung euch zeige, aber natürlich gehört auch ein klassischer Snipe dazu. Da gamblen wir jetzt natürlich wieder. Alles, was mit Speed zu tun hat, müssen wir gamblen. 'Ne Info hatte ich da nämlich noch nicht irgendwie gehabt oder sowas, weil das war die erste Rotation. Aber gut, mittlerweile bin ich ja auch nicht mehr so langsam und, ihr seht ja, wie es gespielt wird. Also, da heißt es wirklich, ihr müsst outspeeden. Ihr habt, 4% mehr Lead, aber ihr habt halt ein bisschen weniger Base Speed auf der Adriana. Also, wenn ihr schnell seid, ist es okay. Wenn ihr aber ganz, 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 ganz langsam seid, dann würde ich dieses Team euch nicht empfehlen. Also, wirklich nicht empfehlen. Aber das müsst ihr natürlich dann selber entscheiden. Also, wenn man sieht, wie lange dieser Attack gedauert hat, möchte man meinen, dass ich noch mal mit Snipe reingegangen bin. Aber nein, ich habe mich wieder entschieden für Triple Fire und, anstelle des Rakunis habe ich bewusst den Kumar genommen. Aber ich habe halt einen kleinen Fehler gemacht. Das war meine Schuld, mein Missplay, mein Fehler. Ich habe dem Kumar einfach die Runen von dem Rakuni rüber geswitcht. Das ist an sich auch okay. Aber ich wollte ihn nicht auf Nemesis haben, sondern ich wollte ihn eigentlich auf Will haben. Ich wollte alle 3 Full Will haben. Ich habe aber einfach vergessen, bei dem Kumar die, Runen zu switchen von Nemesis zu Will. Also, das würde ich euch definitiv noch empfehlen. Das war jetzt von mir ein kleiner Missplay, aber wie ihr seht, hat es ja trotzdem funktioniert. Also, es ist jetzt nicht so, als ob es, ja, dadurch 'n Fail geworden wäre oder wie auch immer. Es wäre einfach nur 'n bisschen cleaner gewesen, wenn es so gelaufen wäre, aber wie ihr seht, hat es ja trotzdem funktioniert und, das passt ganz gut zusammen. Und weil ich ja sagte, wir nehmen heute nichts Gleiches, keine gleichen Offs, benutzen wir dieses hier. Ja, also ich hoffe, dass ich keine gleichen Offs benutzt habe. Ich bin mir jetzt grade gar nicht mehr sicher, aber jetzt schauen wir erst mal hier drauf. Ich weiß nicht, ich spiele es halt nicht so häufig, aber ich finde es eigentlich ganz gut und da hat sich das für mich auch angeboten. Natürlich hätte man hier in dem Fall hätten wir auch noch mal, das Geomai-Team spielen können, aber leider fehlen mir noch 20 antike Münzen für einen Dupe von ihm, um das noch mal zu spielen. Aber wie gesagt, das hätten wir jetzt auch spielen können. Wir hätten aber auch Diaz nehmen können und dann Kami Belial. Das würde auch funktionieren, weil für mich ist das Key Unit hier in diesem Punkt, also hier in dieser Situation definitiv die, Nasha. Ich muss ehrlich sagen, Diaz, ja, okay, hätten wir vielleicht nehmen können, aber ich denke, das wäre tricky geworden. Das hier war schon ganz gut und, ja, also das war vollkommen in Ordnung. Bei einem Diaz, da kann ich mir vorstellen, wenn der 'n Death Break bekommt, wir haben keinen aktiven Cleanse dabei, wir haben nur den Passive Heal von der Kami dabei. Das war jetzt in Ordnung oder das Geomai Team könntet ihr auch nehmen, falls ihr so was mal forcen müsst. Ich muss ehrlich sagen, gegen diese Defense, da fühle ich dieses Team absolut auf jeden Fall. Aber, gegen diese, ach, was war das noch mal? Fiona, Eschir und sowas und Cracker zum Beispiel, da finde ich das dann irgendwie nicht mehr so ganz gut, weil keine Ahnung, da habe ich jetzt auch schon 'n paar Mal ja gesagt, verloren gegen. Aber dieses hier, ja, da ist jetzt nicht, also, ich habe alle Units auf -Light, weil, in dem Fall meiner Meinung nach der Eche meistens, auf Damage ist. Deswegen gehen wir Full -Light, weil ich weiß nicht, mit dem Water auf der Ember da, das bringt jetzt nicht so viel. Lieber den Eche aushalten. Ja, die Ember nehmen wir ja als erstes raus, wenn es geht. Also, von daher, da muss ich ehrlich sagen, da fühle ich dieses Team sehr, sehr gut drinne und da spiele ich es auch ganz gerne drinne und, ja. Huch, wo kommt denn der Traktor auf einmal her? Also, da haben wir auch, ein wunderschönes Team.
Das ist im Prinzip dasselbe wie mit dem Geomai. Ähm, na ja, das hättet ihr da dann auch jetzt wieder nehmen können, das ist gar kein Problem. Aber ich habe ihn halt, wie gesagt, nicht noch mal. Und das hier finde ich ganz klasse, weil wir halt auch den Stun von dem, Traktor noch haben. Also, ich finde es super gut. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich sie einfach alle 3 stunne, aber ich habe gedacht: „Komm, wir lassen den Moor einfach links liegen, der ist nicht wichtig für uns.“ Wir wollen den Renn als Erstes raushaben wegen dem Treadstead. Wir wollen nicht den Treadstead haben. Hier können wir jetzt den Cadiz rausnehmen, aber ansonsten ihr seht, es ist wirklich nicht eine Sekunde kritisch oder sonst irgendwas. Das könnt ihr wirklich sehr, sehr gut spielen, wenn ihr sowas forcen müsst. Das ist absolut klasse, weil, ja, der Moor alleine, der wird eure Units nicht kaputt kriegen und der Ren ist 'n Fire Unit. Ihr habt Triple Water. Es ist super. Also, ihr könnt es definitiv so benutzen. Das ist ein sehr, sehr gutes Team. Also, ganz, ganz kurz. Normalerweise würde ich wir machen mal ein Päuschen. Hier in dieser Defense ist das Problem, wir haben denselben Speed Lead, also beide haben 28 und der Dark Affe ist um einiges schneller vom Base Speed, als die Adriana. So. Natürlich könnt ihr jetzt gamblen, wenn ihr extrem schnell seid und so weiter. Das geht natürlich, gar keine Frage. Aber was ihr sonst noch machen könnt: Die Layla wird euch nicht outspeeden. Also, selbst wenn sie auf Swift ist und als Erstes dran ist, da braucht sie wirklich schon ein extrem schnelles Set und ihr müsst extrem langsam sein, damit sie euch outspeedet. Also können wir die schon mal streichen. Die Gefahrenquelle hier könnte einfach einzig und alleine sein, dass der Dark Monker euch outspeeden wird. Ihr könnt ihr eventuell mit Glück mit, Full Will da reingehen und hoffen, dass er auf S3 eingestellt ist, um genau diese Snipe-Kombos zu trappen. Dann wird er euch natürlich keinen Debuff geben, weil ihr Full Will seid und er mit dem S3 halt nicht strippt, nur mit dem S2 und das dann müsst ihr dann halt auch landen und so weiter. Also, das könnt ihr natürlich machen oder ihr gambelt halt einfach, weil normalerweise, ich sage ganz ehrlich, ein Swift Dark Monker macht keinen Sinn hier. Es macht einfach keinen Sinn. Ihr würdet damit ausschließlich die Speedteams trappen und die meisten gehen gar nicht mit Speedteams da dran. Ich bin jetzt auch nur da dran gegangen, weil ich wusste, dass das kein Swift-Affe ist. Ansonsten wäre ich dran gegangen, aber mit Full Will. Also, da war ich jetzt einfach faul, Schande auf mein Haupt, tut mir leid. Full Will könnt ihr machen, dann, passt das auch und dann lassen wir das jetzt mal eben einmal laufen. Das, war natürlich dann ja, könnt ihr so machen, aber wie ihr seht, ja, ihr spielt es jetzt einfach aus. Also, damit habe ich jetzt natürlich dann auch nicht gerechnet. Ihr seht, die war direkt tot und mir kommen auch immer wieder, so ab und an die Frage, warum ich eine Miang spiele. Ich spiele eine Miang, weil meine Swift Miang müsste, um tuned zu sein, müsste sie genauso schnell sein wie meine Miang. Okay, 2 Speed schneller, Entschuldigung, aber das macht nicht viel Unterschied. Dafür hat sie halt, ich glaube 47 Speed-Up-Effekt in ihren Artis. Also, es kommt aufs Gleiche raus. Ich habe es extra getestet und ich sage euch ganz ehrlich, der Benefit bei einer Miang ist um einiges besser, wenn sie ja sowieso den gleichen Damage machen. Also, von daher, ja. Ich weiß, ich habe gesagt, ich nehme, nicht die gleichen Offenses. Einmal musste das jetzt sein, weil ich den Tower nehmen wollte, damit wir wieder, reconnecten konnten. Und ja, dadurch, dass das noch frei war und ich meine Attacks machen wollte und ich das auch noch offen hatte, habe ich gedacht: „Alles klar, benutze ich das einfach noch mal ganz schnell.“ Habe den Tower dann genommen und fertig. Der Affe, der wollte,
mir dann noch mal ganz kurz zeigen: „Nein, das geht nicht so“, aber ihr seht, es war nicht eine Sekunde kritisch. Das war vollkommen in Ordnung und, wie ihr jetzt oben sehen könnt, wir haben den Tower genommen und fertig. Und wie versprochen, wieder was anderes. Ich habe hier nur eine Kleinigkeit geändert. Dadurch, dass die Destiny da ist und Destiny ja genauso den S2 hat wie die Sonja, bin ich auf Def mit meinen Units gegangen und auf ganz, ganz, ganz minus Dark Damage. Aber gut, hätte ich eigentlich gar nicht machen müssen, weil ja, ihr Skill wurde jetzt nicht gemacht. Sie hat jetzt einfach den S3 gemacht, aber für mich war es gut. Ansonsten, wie gesagt, habe ich die extra, umgebaut, damit sie uns keinen one-shottet und dann können wir das einfach ausspielen. Also, ne, ihr könnt, im Prinzip, wenn ihr eure Offense immer mal wieder anpasst, dann könnt ihr die Sachen halt auch in andere Sachen reinspielen. Deswegen also, hier hätte ich jetzt, wie gesagt, keine Kami oder Belial reingespielt oder irgendetwas anderes, weil ihr habt ja gerade eben gesehen, die Destiny, die hat ihren S3 gemacht und damit macht sie auch Oblivion und das wollte ich dann auch nicht auf meinen Passiv-Units haben. Also, finde ich, war das eine gute Entscheidung. Ihr trappt sie dann einfach, indem ihr auf Death geht. Das ist dasselbe Prinzip, wie wenn ihr eine Sonja trappen würdet. Also, von daher ist das, ja, ganz einfach umzusetzen und dann könnt ihr auch reingehen. Alle waren Full Will, also hat der Renn nichts gemacht. Die große Liebe geht raus. Womit könnte ich denn meine Season beenden? Mit einem wunderschönen Hagang-Team. Ähm, Viele von euch werden jetzt rumstänkern, aber ich wusste ganz genau, dieses Team kann nur so funktionieren, wenn der Vancliff zuerst dran ist. Und deswegen habe ich mich bewusst für mein Hagang-Team entschieden. Wir stehen 9-0. Also damit ihr Bescheid wisst, ich stehe 9-0. Wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich mein 10 wieder geschafft. Und mich würde es natürlich sehr freuen, es mit dem Hagang-Team zu meistern. Ja, also ich muss ehrliche Bilanz auf die Season zurück. So häufig, ich glaube, ich habe damit nur zweimal verloren. Da habe ich mit dem Windaffen-Leo-Team viel häufiger verloren. Also, naja, jetzt auch nicht so häufig. Also, ich habe jetzt nicht Dutzende, Tausende Male verloren. Also, meine Winrate ist bei 92% diese Season. Ist in Ordnung. Normalerweise ist die höher, aber gut, ich muss ehrlich sagen, nachdem ich jetzt YouTube angefangen habe und ja auch immer wieder neue Sachen austesten musste, damit es nicht langweilig für euch ist es natürlich klar, dass ich nicht mehr mein 10 mal Snipe spielen kann und fertig. Und da kommen dann halt natürlich auch ab und zu mal ein paar Loses zustande. Aber für mich ist es vollkommen fein. Auch nach der Schumacher finde ich das absolut in Ordnung und wir können schon mal preparen, was wir immer preparen, ihr wisst es. Aber damit wir nichts verfluchen, dürfen wir es erst anziehen, wenn es soweit ist. Und ich danke darum, wir haben es geschafft. Hier ist wieder meine Krone, ihr wisst es. Ich habe die Season nun mit einem 10-10 wieder beendet und ja, ich freue mich auf die nächste Season und auf das Outro jetzt. Bleibt auf jeden Fall noch kurz dran. So, wir sind am Ende angekommen. Wir haben das Special Match noch gewonnen, wie ihr seht. Und ich zeige euch auch einfach noch mal ganz kurz, ja, meine Kiste. Die ist immer dieselbe hier auf der Seite. Da ist jetzt leider nichts Specialhaftes drin gewesen. Tatsächlich bin ich ein bisschen, ja, ein bisschen verwundert über meinen Most Pick diese Season. Ich bin davon ausgegangen, eventuell ist es Hagang oder irgendwas, aber nein, es ist trotzdem 'n klassisches Miang, Adriana, Sonja Snipe gewesen. Vielleicht, weil ich damit halt immer wieder auch gewonnen habe. Gut, ist ja auch egal. Es war der letzte Siege jetzt erstmal für 2 Wochen. Es ist jetzt erstmal die Pause. Also, beziehungsweise Rest dieser Woche und dann die nächste Woche und dann starten wir voll im Tryhard mit neuen Leuten, also mit neuen Leuten. Das hat sich vielleicht wie eine neuen angehört.
Ne, wir starten dann voll mit dem Try Hard und ich hoffe auch, dass das funktioniert. Ich bin auf jeden Fall sehr mit Herzblut dabei und ihr wisst, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo und ein Hype da. Und ansonsten, ihr wisst genauso, immer die Kommentare, freue ich mich drüber. Dann können wir noch ein bisschen in Kontakt bleiben, bis das dann mein nächstes Auftakt-Video kommt. Und ihr könnt natürlich gespannt sein. Ich meine, so wie eine Staffel endet, beginnt auch eine neue Staffel, was die Intros betrifft. Da habe ich viele, viele weitere Ideen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Siege-Video wiedersehen.